Hi, ich bin Terence von Bike24 und ich habe heute den Erik von Hoka One One zu Gast. Freut mich, dass du hier bist. Und der hat den neuen Elevon 2 mitgebracht. Und erzähl mal, was der so kann. Genau, Elevon 2 kommt jetzt gerade ganz neu auf den Markt, wurde komplett überarbeitet. Vorher hatten wir schon Elevon 1 und eigentlich der Urschuh hinter Elevon 2 ist eigentlich der Vanquish, was damals genauso wie heute unser stabilster Neutralschuh ist. Stabilster Neutralschuh bedeutet einfach das, dass der Schuh einen extrem satten Sitz einfach am Fuß hat, sodass man sehr stabil in dem Schuh drin steht. Und neutral einfach dadurch, dass er nirgendwo eingreift. Sprich, auch Leute mit einer leichten Pronation könnten den Schuh nehmen, weil sie einfach sehr stabil drin stehen. Das Besondere, was wir da mit dem Update haben im Vergleich zu Elevon 1, ist zum einen, dass wir, wie man jetzt sieht, die Sohle komplett verändert haben. Da einfach andere Schäumung verbaut haben. Wir haben das Gelbe, was du siehst, ist ein härterer EVA-Schaum, der einfach für den Abdruck zuständig ist und für die Direktheit und die Dämpfung. Und was man dann noch sieht, ist diesen Pro-Fly Zwischensohle, das türkis-schwarzfarbene, wo Pro-Fly bei uns nochmal eine eigene Produktion ist, wo wir da einfach den Vorteil haben, wir kriegen eine andere Schäumung hin, sprich der Schuh ist im Vorfußbereich härter geschäumt und im Fersenbereich weicher, sodass ich einfach auch ein sehr gutes Standgefühl in dem Schuh drin habe. Was sich dazu dann noch verändert hat, war, beim Elevon 1 hatten wir hinten noch eine Plastefersenkappe. Diese haben wir rausgenommen, haben einfach nur eine Verstärkung im Fersenbereich gemacht, einfach, dass man einen satteren Sitz drin hat. Und wir haben einfach die Ferse etwas breiter nach hinten ausgezogen, dass selbst für schwerere Läufer, wenn die mit der Ferse aufkommen sollten, einfach das Material etwas nachgibt und man trotzdem einen sehr stabilen Halt hat. Was noch auffällt an der Sohle, dass hier vorne solche Kerben drin sind. Was haben die für einen Effekt? Genau, die Flexkerben haben wir einfach dafür, dass der Schuh sich trotzdem vorne noch etwas dynamischer biegt. Sprich, man einfach für einen aktiven, sauberen Abdruck einfach einen besseren Vortrieb mit generieren kann. Was wir dann noch mit verändert haben, ist, wenn man sich den Schuh mal etwas genauer anguckt, dass wir innen 2 Laschen verbaut haben, rechts und links, damit der Schuh noch besser am Fuß sitzt, sprich von oben einen besseren Halt hat. Und dadurch haben wir auch nochmal die Zunge abgeändert, deutlich flacher, wenn man sich das jetzt mal anschaut, und diesen diagonalen Eincut, dass man auch dadurch keinen Druck auf den Oberfuß bekommt. Und die Metarocker-Sohle erlaubt dann auch ein bisschen schnelleres Laufen auf der Straße? Genau, also sowohl für den etwas langsameren oder gemächlichen Laufstil als auch für den schnellen dynamischen funktioniert da der Schuh sehr, sehr gut. Gibt es einmal als Herrenvariante und natürlich auch als Damenvariante. Weil Reden ja das eine ist und Ausführen das andere, habe ich da mal was vorbereitet. Und dann werden wir gleich mal ein paar schnelle Meter aufs Parkett zaubern. Cool, Dankeschön. Dann ziehe ich mir die gleich mal an. Und bevor ich das vergesse, falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir ziehen uns jetzt um und testen die mal aus. Jetzt ist time to fly.